Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, Adele Duttweiler, die Frau Migro, hatte vor vielen Jahren eine Klinik gegründet und heute ist die Frau Dr. Petra Wiechel wieder da. Sie leitet die Klinik und das ist mir eine große Ehre und ich bin sehr dankbar, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Gerne. Ich habe heute Morgen Zeitung gelesen und da stand mal wieder was drin, weil ich ein bisschen ein komisches Gefühl hatte. Ich möchte das gerne mit dir diskutieren, nämlich man will jetzt die Grippeimpfung, die ja für den Herbst bereits eingekauft wird, mindestens verdoppeln, weil man Angst hat, dass dann plötzlich die Influenza mit den möglichen zweiten Welle in Kontakt kommen und dass dann einfach das ganze Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte. Wie auch in diesem Frühling ja schon angeblich auch zusammengebrochen ist oder fast wäre, was auch immer. Ich habe immer das Gefühl, das ist der falsche Ansatz, dass wir immer auf Impfen rausgehen, statt auf Präventivmaßnahmen. Und da möchte ich gerne wissen, wie du dazu stehst als Kompetenz in diesem Bereich. Ja, also ich glaube, uns Menschen würde es heute gar nicht mehr geben, wenn wir nicht auf etwas uns jeden Tag und mit jeder Minute berufen dürften, was uns selbst schützt. Und man muss einfach wissen, in welchem Zusammenhang steht die Kraft meiner eigentlichen Immunabwehr im Gegensatz zu einer gewollten Schutz, den ich über die Impfung dann glaube zu realisieren. Und die Immunabwehr, die wir haben in uns Menschen, ist jeden Tag in einer immens großen Bereitschaft. Es geht um Viren, es geht um Bakterien, es geht um Parasiten, es geht um Pilze, es geht um die Entwicklung von Tumorzellen zu blockieren. Das heißt, diese Abrufbarkeit, diese Intaktheit meines Immunsystems gilt es zu schützen. Und es gilt auch alles zu tun, damit die Intaktheit jeden Tag gegeben ist. Es gibt keine Waffe, es gibt keine Möglichkeit, die stärker ist, einer viralen, bakteriellen, parasitären oder anderweitigen Belastung des Körpers gegenüberzutreten. Also es steht eine eigene Immunabwehr Mount Everest höher als eine Impfung. Das ist erstmal die Ausgangssituation. Das heißt, unser Körper hat Hunderttausende von Immunreaktionen, die er macht, um all diese Gefahren auszuschalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine simple Grippeimpfung nehme, dann sind das Laborviren. Das heißt, ich baue über die Laborviren einen Impfschutz auf, in dem mein Körper in der Lage sein soll, jetzt über Antikörper die Gedächtnisleistung für einen nächsten Angriff wirklich zu forcieren. Aber ich impfe mit einer Belastung. Das heißt, diese Impfung ist nicht frei von Formaldehyd, von Zusatzstoffen. Teilweise wird Aluminium benutzt, Thiomersal und so weiter, Quecksilber. Das heißt, ich darf nicht krank werden, aber ich muss auf der anderen Seite natürlich auch einen Anstoß für eine Immunreaktion über eine Impfung auslösen. Das hat für die Intaktheit meiner Immunantwort langfristig, wenn ich viel impfe, negative Folgen. Das wissen wir heute. Wir haben heute eine Entwicklung von Erkrankungen, die wir auf Impfbelastungen, die der Körper hat, gar nicht adäquat beantworten können. Wir sehen das bei Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen und vielen anderen. Aber der Schutz, den ich selber einer auch viralen Belastung aufbauen kann, beginnt zum Beispiel an meinen Schleimhäuten. Wenn meine Schleimhäute nicht mehr intakt sind, dann ist natürlich die erste Kontaktfläche des Atems zum Beispiel, wenn ich einatme und damit natürlich auch Belastung einatme, in einer ziemlich kritischen Situation, weil die Schleimhäute müssen abwehren. Die Schleimhäute müssen ein Fremdprotein in ein körpereigenes umwandeln, damit eine Immunreaktion ausgelöst wird.
Und diese Prozesse hängen von der Schleimhautgesundheit ab. Nun stehen aber unsere Nasenschleimhäute und Schleimhäute der Nasennebenhöhlen mit dem Darm in einer ganz eindeutigen Beziehung. Ach, jetzt haben Wenn ich wir jetzt wieder. aber Gluten esse und damit eine Entzündung an meiner Darmschleimhaut nach 4 bis 70 Stunden auslöse, dann werde ich über viele Jahre das nicht spüren. Aber es entsteht eine Schwächung meiner Immunleistung. Das kann man übrigens messen. Wie stark ist meine Schleimhautimmunität? Denn wenn ich eine Belastung bakteriell oder viral habe, dann setzen ganz viele Immunreaktionen ein, damit der Körper sofort mit dieser fertig wird. Das ist nicht ausreichend gegeben, wenn meine Schleimhäute chronisch zum Beispiel entzündet sind. Wenn meine Schleimhäute ständig durch Amalgamfüllungen, ich das Quecksilber und all die Bestandteile des Amalgams runterschlucke, das macht langfristig die Schleimhäute oder verändert die intakte Schleimhautfunktion, auch im Rahmen der Immunabwehr. Das ist ein großer Punkt. Menschen, die einen Zinkmangel haben, und wir sehen das, wir messen das, 70% der Menschen hat nicht genug Zink. Zink ist ein Spurenelement und Zink koordiniert über Hunderte von Enzymen. Eine Immunleistung kann gar nicht oben aktiv sein, vor allen Dingen nicht intrazellulär. Ein Virus wirkt nur intrazellulär, das muss da aber erst mal rein. Das ist die Aufgabe von Zink, sofort eine Immunreaktion auszulösen. Zink ist etwas, das wird aber nur 30% über den Darm resorbiert. Zink ist auch ein Element, das braucht seinen Rezeptor. Hat der Mensch eine hohe toxische Belastung, zum Beispiel durch Amalgam, durch Aluminium, durch andere Dinge, ist der Zinkrezeptor oft besetzt. Das heißt, Zink kann gar nicht wirken und damit lässt die intrazelluläre Immunleistung nach. Wir haben Untersuchungen gemacht am menschlichen Blut und haben dieses Blut 1 Stunde WLAN untersetzt. Wir haben vorher gesehen an dem Mikroskop, dass das Blut, das ja die erste Reihe der Immunabwehr sind, unsere weißen Blutkörperchen im Blut, die müssen ganz aktiv sein. Die laufen da herum und du siehst richtig, wie sie also phagozytieren, nennt man das, wie sie also Material aufnehmen, phagozytieren. Das ist die sogenannte auch Akutleukose. Ja, die Leukozyten nehmen jetzt einen hohen Angriff auf Fremdlinge in unserem Blut und vernichten sie für uns. Das werden wir nicht merken. Das passiert aber. Wir haben ja jeden Tag virale Belastung. Jeden Tag von allen. Nicht nur die aus dem Labor. Nicht nur die Fremdviren, von allen. So. Und das geschieht ohne unser überhaupt annäherndes Mitdenken. Sonst wären wir heute nicht hier, allein schon jetzt so. Das heißt, diese Leukozyten haben wir dann, oder dieses Blut haben wir dann 1 Stunde WLAN bestrahlt und was wir gesehen haben war, jetzt kommt die in eine Leukozyten. Nee, gar nicht mal. Das Verkleben betrifft die Erythrozyten, die roten, die Sauerstoffträger. Nein, die Immunabwehr wird lahm. Das heißt, die machen ihre Aufgabe nicht mehr. Ich habe dieses Blut dieser Probanden dann auch als Probe IV abgenommen vorher, WLAN bestrahlt und dann ans Institut nach Berlin geschickt, BER-IMD, und die haben uns signifikant nachgewiesen, dass bei 80% der Proben ein sogenannter oxidativer Stress die Leukozyten lahmlegt. Das heißt, es entstehen freie Radikale, die wieder rückwirkend zerstörerisch wirken. Das ist Mobilfunk. Das heißt, meine Immunität, meine Wachsamkeit, meine Achtsamkeit wird durch diese Dinge ausgehebelt. Also es ist ja kein Wunder, dass eigentlich die Grippe kommen muss und auch sehr viele Leute flachlegt, oder? Ohne Frage. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt eine Grippe-Virusimpfung bekomme, dann sind das vielleicht 3 oder 4 Virusstämme. Eine Grippewelle hat immens viele Virusstämme, von denen niemand weiß überhaupt welche. Das heißt, es ist schon gar nicht die Logistik für mich verständlich, dass ich selber eine Armee zur Verfügung habe, die für alles klärend sorgt, damit ich beschützt werde.
als mich gegen etwas zu schützen. Und das ist russisch Roulette. Wer macht denn hier überhaupt eine Infektion? Weil ja eine Virusbelastung ein Prozess ist, den wir auch täglich ausmachen. Dagegen werden wir täglich Antikörper bilden und deshalb dürfen vielleicht unsere Kinder auch mal krank werden, damit sie im Rahmen einer Fieberreaktion auch diese Antikörper aufbauen. Und es werden große, starke Persönlichkeiten, die durch eine gesunde Antikörperproduktion einer nächsten Grippewelle völlig spielerisch daran vorbeigehen. Und es gibt ganz viel zu tun, um dieses Immunsystem natürlich zu stärken. Aber dieser Prozess läuft ja gar nicht. Der Staat sucht ja eigentlich einen anderen Weg. Ja, das sucht er. Und das ist ja auch recht bequem und einfach. Und der Mensch ist eigentlich in dem guten Gewissen gehalten, etwas für sich getan zu haben und eine Grippeepidemie irgendwie vorbeizugehen, weil er meint, er hat diesen Grippeschutz. Wobei natürlich, wenn er eine Grippe austrägt, das ein ganz gesunder Prozess ist und wo man ihn natürlich auch da unterstützen muss. Ja gut, viele Leute sterben ja auch an der Grippe. Die Statistik der letzten 10 Jahre in der Schweiz zeigt ja diese Zahlen auch. Ich will nicht sagen, dass sie an der Grippe versterben. Man muss das jetzt immer relativieren. Also eine Frage braucht immer wieder die nächste. Ja. Das heißt, Menschen, die natürlich in ihrer Immunität geschwächt sind, weil Grund A, Grund B, Grund C, Grund D haben vielleicht jetzt nicht mehr die Kapazität, auch eine virale Belastung auch noch zu kompensieren. Aber es ist nicht bitte mit dem Leben, mit der Natur und mit dem gesunden Menschenverstand vereinbar, dass wir beide sitzen hier und auf einmal kriegst du jetzt eine Angina oder eine Tonsillitis. Das geht alles nicht. Das sind Prozesse für meine Begriffe, die immer zu 99% im Organismus die Ursache zu finden ist. Und da reden wir jetzt bitte nicht über den Unfall und wir reden über auch nicht, dieses Virus ist jetzt gerade hier gekommen und macht was. Jedem Virus steht eine unglaubliche Armee entgegen, die sofort das klärt. Weil der Körper hat die Aufgabe, uns zu schützen. Und er ist aber selbst an Voraussetzungen gebunden, damit er diese Aufgabe nehmen kann. Und gerade bei Kindern finde ich so wichtig, dass sie diese gesunde und normale Immunabwehr aufbauen dürfen. Ich habe das sehr stark beobachtet, als ich Ärztin war. Wir hatten alle 6 Jahre so Keuchhustenepidemien. Und der Keuchhusten ist schon im Kleinkindalter, wenn die Kinder Säuglinge sind, hospitalisierungsnotwendig. Er hat verschiedene Phasen. Die Kinder kommen in Atemnot, die müssen hospitalisiert werden. Aber die Impfung hat mir gezeigt, dass die Kinder immer wieder alle 6 Jahre den Keuchhusten bekamen, die geimpft waren. Niemals diese Kinder, die ich begleiten durfte, die ab 2, 3, 4, 5, 6 mal Keuchhusten hatten, wo die Mütter liebevoll diese 6 Wochen begleitet haben. Die hatten eine Immunität, die war wie so eine Mauer, an der sich gar keiner mehr irgendwo hat nur einbilden können, dass er jemals etwas auslösen kann. Und die gesunde Abwehr aufzubauen, ist natürlich der größte Reichtum, den wir Menschen überhaupt haben. Ich wundere mich immer wieder, warum es denn diese ganze Pro-Impfung so starke Lobby hat und so stark verankert ist, wenn man doch jetzt auch das jetzt mit dem Keuchhusten hört oder auch bei 1000 anderen Geschichten, die ich schon gehört habe, ja, aber bitte, angezweifelt. Ja, und vor allen Dingen, also ich bin natürlich diejenige, die alles kritisch hinterfragt und die sich wirklich zum Leitthema macht, es alles zu schützen. Leben will auch geschützt und beschützt werden. Aber zum Beispiel als die Windpockenimpfung auf den Markt kam, da habe ich dann so ein bisschen eigentlich auch meine völlige Verständnislosigkeit erfahren, weil Windpocken ist zum Beispiel etwas, was wir wollen, dass Kinder es durchmachen. Es macht eine lebenslange Immunität, das wissen wir. Windpockenviren können dann im Rückenmark überwintern und bei einer Schwächung der Immunität und nur dann Auffahrunfall, Schock, Trauma, auch Erkrankungen, die die Immunität runterfahren, lässt die eigene Immunität schwächer werden und Windpockenviren reaktivieren und du hast eine Gürtelrose.
Das wissen wir alles. Aber heute dem Laien zu erzählen, wir geben dir eine Impfung, dann kriegst du keine Windpocken und du kriegst auch keine Gürtelrose, heißt, sich anzumaßen, zu beurteilen, jetzt zu wissen, was in 30 Jahren sein könnte. Das Problem ist, dass es entsprechend natürlich auch publiziert wird, dass ich es ganz wirklich traurig und unverantwortungslos finde. Wir haben also früher die Kinder alle in den Kindergarten gegeben, damit sie eine schöne Herdenimmunität aufbauen. Die Masernparty. Ne? Genau. Und dass das Dinge sind, die Kinder heute nicht mehr erleben dürfen. Das ist schon, was mich ganz traurig macht und wo ich sage, wir haben eine große Aufgabe, unsere Kinder bitte zu schützen. Das kann man natürlich aus der heutigen Perspektive sagen, weil ich diese Kinder betreut habe jahrelang, die einen gesunden und starken Immunitätsschutz aufgebaut haben. Ja, ich erinnere mich gerade an die Geschichte, das Wunder von Dänemark. Das war noch dazumals, wo die spanische Grippe herrschte. Und in Dänemark war eigentlich Rohkost angesagt. Und die Todesrate war innerhalb von dieser spanischen Grippe nicht gestiegen gegenüber den Vorjahren. Ja. Wenn ich jetzt dieses Beispiel anschaue, dann wäre doch das eine Präventionsmaßnahme sondergleichen für ein Volk, statt es in Quarantäne zu setzen und sagen, esst, was ihr wollt. Die Hauptsache, bleibe zu Hause, habt den Mundschutz an und halt 2 Meter Abstand, oder? Ja, das ist ja einfach mein Reden, dass man immer sagen muss, Krankheit bindet sich immer an Voraussetzungen in meinem Körper. Und wenn ich das erkannt habe, dann handle ich anders, dann bleibe ich aktiv. Denn es sind ja 99% überhaupt nicht betroffen. Es sind ja nur die betroffen, die auch ihre gewisse Vorgeschichte hatten, die natürlich sehr wohl vielleicht sich jetzt mal ein bisschen zurückziehen, die sehr wohl vielleicht jetzt stärkere Maßnahmen der Unterstützung bekommen und sie bekommen alle nichts. Sie bekommen gar nichts. Sie bekommen nur diese Isolation und alles andere bleibt in dieser Welt, wie es war. Und das kann langfristig so auch nicht gut sein. Wenn wir jetzt einen Blick auf den Herbst werfen, was könntest du uns Zuschauerinnen und Zuschauer empfehlen, jetzt weder in die Grippe zu kommen, noch in eine zweite Welle zu kommen, sondern unseren Körper eigentlich zu stabilisieren und zu stärken? Also das Allerwichtigste ist, dass wir vielleicht wirklich hinsichtlich 5G, Mobilfunk, was wir schon angesprochen haben, eine sehr bewusste und gesunde Haltung. Es geht gar nicht darum, einen Mobilfunk nicht zu nutzen. Aber es ist die Frage, wie lange sitze ich da dran? Wie stark ist die Belastung? Wie schaffe ich mir meine Ruhephasen in der Nacht, Regenerationszeiten? Das ist ganz, ganz wichtig, denn es gibt zwischen dieser Endemie-Geschichte und 5G einen eindeutigen kausalen Zusammenhang. So. Das heißt, da kann ich beginnen, mich wirklich auch mehr zu beschäftigen. Das will ich jetzt und kann ich auch gar nicht leisten, diese Dinge jetzt alles zu erklären. Das Zweite ist, dass meine intakte Immunabwehr mit einem gesunden Darm zu tun hat. Ja, das heißt, für meinen Darm zu sorgen und wer immer noch nicht in der Lage ist, jeden Tag wie eine biologische Uhr eine gesunde Abwehr aufzubauen und Stuhlgang zu haben, der muss jetzt sich da mal richtig drum kümmern. Themen, die wir auch in diesem Talks schon mehrmals angesprochen haben, wie wichtig der Darm ist. Hier sind 80% meiner Immunität verankert und ich darf nicht erwarten, dass ich hier eine gesunde Schleimhaut habe, wenn der Darm in Ordnung ist. Es gibt keine Allergiebehandlung, alles beginnt erst einmal mit einer intakten Darmgesundheit. Hohes Vitamin C, ganz wichtig. Also jetzt den Bedarf an Vitamin C sehr hoch wählen in diesen Zeiten. Von wie viel Gramm redest du? Ja, man kann ja gar nicht mehr als 2000 Milligramm einnehmen, also 2 Gramm. IV-mäßig gehen wir da hoch bis 7 und noch höher und 10 und 15 und 20. Aber das ist mit dem Laien gut. Es muss natürlich ein Präparat sein, was langsam das Vitamin C abgibt. Ich empfehle immer so gerne Zitronen-Smoothies. Dann nimmt man 5 Bio-Zitronen. Die werden richtig schön geputzt mit der Schale. Die werden geschreddert. Da wird ein richtiger Brei draus gemacht und richtig durchgemixt. Und dann wird es schön verlängert, gerne mit einer Banane und gerne auch noch einen Apfel und mit Wasser verlängert, gut trinkbar. Ich kann das einfach auch in den Kühlschrank stellen und habe dann für jeden Tag so ein Achtel
den ich trinke. Das ist so die Kraft der Natur und das ist unglaublich, was der Körper dann vermag bereitzustellen. In Kombination aber bitte auch mit mit Zink. Weil Zink ist dieses elementare Spurenelement, wo ich einfach beobachte, es ist zu niedrig. Kann ich in der Apotheke einfach einen Zink verlangen? Ja, das ist immer das Richtige? Man kann in der Regel 15 Milligramm frei verkaufen, kann man kaufen. Ich plädiere immer dafür, dass die Menschen auch den Zinkspiegel, aber bitte intrazellulär, das Zink ist 70% in der Zelle, nicht draußen im Blut, dass dieser Spiegel im Vollblut dann gemessen wird und daran kann man sehen, wir gehen dann schon mal hoch auf 60 und noch höher Milligramm, um erstmal den Zinkspiegel aufzuwerten. Was aber ganz wichtig ist, und es gibt auch hier kausale Zusammenhänge zwischen der Pandemie, Vitamin D. Die Menschen haben nördlich von Rom, wo sie wohnen, nicht mehr genug Sonnenexposition. Wir haben heute Arbeitsbedingungen, wo die Menschen nicht so viel am Licht sind. Und wenn sie am Licht sind, dann ist es das Köpfchen oder vielleicht die Arme. Früher waren die Menschen 6 Stunden täglich draußen. Das heißt, das Licht aktiviert das Vitamin D in uns. Wer produziert Vitamin D? Unsere Mutter. Unsere Mutter produziert das Cholesterin, was dann durch UV-Licht aktiviert wird zu einem aktiven Vitamin D. Vitamin D in uns muss dann noch von inaktiv in aktiv umgewandelt werden. Und wenn man ein Haus hat mit 1000 Wohnungen, hat man nur einen Schlüssel. Das heißt, Vitamin D redet an der Zellgesundheit mit. Vitamin D ist der Polizist, der aufpasst und sagt, ihr Killerzellen müsst jetzt dahin, weil diese Tumorzelle will sich vermehren. Schaltet sie aus. Das ist aber kein Thema. All das, was ich jetzt höre, weder in der Onkologie höre ich was von D3, noch jetzt in der Prävention. 100.000 Immunreaktionen sind Vitamin D abhängig. Fälschlicherweise ist es als Vitamin deklariert. Es ist ein Hormon, das wichtigste Überlebenshormon. Und wenn du mich fragst, was muss ich wissen 2-mal im Jahr und spätestens im Oktober, dann muss ich mein Geld zusammennehmen. Das ist ein Wert, der kostet maximal 30 Franken. Wie ist mein Vitamin-D-Spiegel? Wir machen diese Untersuchung bei jedem Patienten und ich lasse mich überhaupt nicht mehr mit der Antwort zufrieden geben. Es ist gut oder ich hatte oder ich nehme ein. Wie hoch ist er? Weil die Bereitschaft, der Körper arbeitet immer über Signale, der braucht immer das Signal. Und dieses Vitamin D hat einen so starken Einfluss auf die Signalgebung all dieser Immunfunktionen. Es gab in den 2000 Jahren, also 2000, eine Studie in Amerika bei Tumorbrustpatientinnen, eindeutiger Nachweis, 30% hätte keine Entwicklung zum Mammakarzinom genommen, wenn Vitamin D nicht oben wäre. Und die Menschen müssen das einfordern, spätestens im Oktober. Und bitte niemals, sie gehen von Jahr zu Jahr zu Jahr und sie kommen immer mit weniger raus, jedes Frühjahr, und schaffen es nicht mehr, auch wirklich aufzupulvern. Und ich bin erschrocken, wie hoch wir noch die Dosen geben. Wir geben dann vielleicht mal 5.000 in der Woche. Wir fahren das ziemlich hoch, damit der Körper erstmal wirklich auftanken kann. Oft spritze ich 300.000 Einheiten sofort. Aber dann wird das erstmal hoch gut wieder eingestellt, um dann wieder einen Basisspiegel zu haben, 100 bis 170 Millimol pro Liter. Aber das ist zum Beispiel etwas, wir müssen nicht reden über Impfung. Wir müssen nicht reden über, es ist wichtig, wenn wir das vernachlässigen, bei unseren Menschen zu wissen. Und das sind einfach ganz banale Basisaufgaben und wir können uns nicht darüber hinwegsetzen und meinen, wir würden wirklich einen Schutz geben, wenn wir den Menschen, ja, früher haben wir uns mumifiziert in der Ritterzeit mit Rüstung. Nur die Augen haben rausgeguckt. Wenn du heute einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hast, dann bist du, der dazwischen ist wirklich völlig nackend und sagt, ich schaffe das hier auch ohne. Und das ist einfach unverantwortlich. So eine tolle, wichtige Sendung gewesen, gerade wieder. Einfach nur großartig. Dass das D3 einfach heute noch ein Mauerblümchen-Dasein hat, ist auch wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass es kein Patent gibt und es nichts kostet. Klar. Und niemand Geld hat oder aufwenden will, hier Klar. Aufklärungsarbeit zu finanzieren. Und entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche, es gibt so eine Anomalie zu glauben, so wie ich in die Sonne gehe, muss ich mich schützen.
mit Sonnencreme. Wir wissen schon seit 20 Jahren, dass ein Melanom nun wirklich nicht die Sonne ist. Die Sonne wird für Dinge verantwortlich gemacht. Eine wirkliche Ansprechbarkeit auf Sonnenbrand. Wir reden nicht von Sonnenbrand, aber wenn ich übersäuert bin, wenn in meinem Körper Voraussetzungen sind, die Sonne nicht zu dulden im Sinne einer langen Exposition, dann hat das Ursachen. Das sind typische Menschen, die übersäuert sind, die schnell Sonnenbrand kriegen. Abgesehen jetzt von unseren unterschiedlichen Hauttypen. Aber jeder Sonnenschutzfaktor über 8 wirkt toxisch. Das heißt, wenn ich mich ständig einreibe mit 30 oder 40, schalte ich nicht nur Vitamin D aus, es werden 99% jetzt nicht aktiviert, sondern ich habe auch ein immens langfristig schlechte Prognose für meinen Organismus, weil alles, was du auf die Haut schmierst, ist bitte sofort drin. Und da spielt Aluminium wieder eine große Rolle. Danke tausendmal. Und letztendlich kann man auch immer wieder bei euch in der Swiss Mountain Klinik auch diesen D3-Pegel bestimmen lassen. Ja, das ist... zusammen mit einer Entgiftung, also das ist ja wahrscheinlich... Das ist einfach die Basis, ohne Frage, natürlich, ganz wichtig. Ja, wird es einem gerade ein bisschen bange, aber eigentlich auch sehr hoffnungsvoll zu wissen, was wir alles machen könnten, um eigentlich weder einer Grippe noch einer Welle irgendwie hilflos ausgesetzt zu sein, sondern wir haben es echt selbst in der Hand. Und nicht im Außen suchen, sondern bei uns drin. Und die Ärztin hat es uns jetzt gerade erklärt, aufpassen aufs WLAN, 5G und alle möglichen Strahlen, die gehören einfach auch nicht ins Schlafzimmer. Und wenn man es nutzt, ist es gut, aber dann bitte wieder weg. Es stört ganz klar ihren Gesundheitsweg. Und auf der anderen Seite D3 hat sie uns erklärt, das zu bestimmen 2-mal im Jahr übers Labor, über klare Ergebnisse und das dann zu supplementieren. Ja, und ganz sicher, wie immer, auch der Darm, die Ernährung macht es halt letztendlich auch aus. Und die ganzen Kohlenhydrate, Manie und Fastfood-Kette ist nicht gesundheitsförderlich. Also es liegt an uns, es ist unbequem, was zu ändern, aber wer nicht leiden will, der hat es selbst in der Hand. So, das war's. Herzlichen Dank nochmals und Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.